einen etwas detaillierteren Einblick in die Planung eben von Agroforstsystemen äh, gibt uns jetzt Christoph Meixner vom Agroforstplanungsbüro Triberg, das er gemeinsam mit Janusz Wack und Nikolaus Haag 2019 gegründet hat. Und ich würde Sie jetzt bitten, Herr Meixner, dass Sie mit Ihrem Vortrag beginnen und darf Ihnen das Wort übergeben. Ja, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass so viele da sind und sich für das Thema Agroforstwirtschaft interessieren. Ich nehme an, jetzt ist mein Monitor zu sehen. Ja, Perfekt, genau. Genau, also wie Stefan Nemmerer schon sagte, mein Name ist Christoph Meixner, Mitbegründer von dem Agroforstplanungsbüro Triebwerk und zeitgleich auch Vorstand des Resula e.V. Wir haben hier 2021 ein 12 Hektar Agroforstsystem gepflanzt als Schaufläche, als Lehr- und Lernsystem, wo wir selber lernen können oder konnten und dieses Wissen auch in die Beratung tragen, weil wir uns von Anfang an gesagt haben, so frisch von der Uni in die Beratung starten ist nichts für uns. Wir wollen es irgendwie selber erstmal ausprobieren. Und tatsächlich hat sich das schon bewährt. Wir beraten mittlerweile anders als vor 4 Jahren noch. Genau, aber das Bild werden wir nachher auch noch sehen, was hier am Entstehen ist. Genau, mein Part heute ist der Fokus auf die Planungsaspekte. In einer halben Stunde lässt sich das wirklich nur anreißen, aber wir werden mal gucken, wie tief wir oder wie weit wir kommen. Genau, hier ist das schöne Nordhessen zu sehen. Bei Eschwege, da ist unser Sitz. Wir sind hauptsächlich, oder unser Büro ist sozusagen direkt neben dem Betrieb. Hier gegenüber ist der landwirtschaftliche Betrieb, der das Agroforstsystem pflegt und die Landwirtschaft betreibt. Wir bei Triebwerk sind primär für die Planung zuständig von Agroforstsystemen, mittlerweile über Deutschland hinaus. Luxemburg, Tschechien, Österreich ist auch noch mit dabei. Und neben diesen Planungsarbeiten als Kern machen wir relativ viele Projekt- und Wissenskommunikationsthemen, die wir bearbeiten, weil es doch so ist, als wir angefangen haben, 2019 war das Thema noch wirklich ganz, ganz klein und es war uns sehr, sehr wichtig, da relativ schnell dafür zu sorgen, dass wir das Wissen in die Fläche bringen. Deswegen sind wir unter anderem auch noch als Dozenten an der Universität Kassel-Witzenhausen, werden vielleicht die ein oder andere noch auch kennen als Ökostandort, auch tätig, um dort sozusagen das Wissen auch weiterzugeben, was ja sich mehr und mehr ja, auch ja, sich durch die Projekte letzten Endes ergibt. Genau. Und dieses System, was man jetzt hier sieht auf dem Foto, ist tatsächlich keines, was so existiert, sondern das ist die Simulation eines Systems oder des Systems, was hier geplant und auch gepflanzt wurde. Das heißt, so soll das mal in 20 Jahren dann aussehen. Und dafür, genau, tun wir einiges an Pflegearbeiten. Und da werden wir auch nochmal drauf kommen, was da alles notwendig ist. Genau. Dieses Bild werden Sie wahrscheinlich letztes Mal schon gesehen haben. Das ist abgeleitet vom Deutschen Fachverband, vom DEFAF, bei dem wir unter anderem die Agroforstakademie auch machen als inhaltliche Leitung und dort die Inhalte vermitteln für die Menschen, die auch in die Planung gehen wollen und selber ja, Betriebe beraten wollen. Ähm, Genau, im Prinzip diese vielfältigen Möglichkeiten der Agroforstwirtschaft macht es auch ganz schön komplex in der Planung. Und das bringt uns auch immer wieder zu neuen Themen, die wir so nicht in den Standards haben und immer wieder neue Lösungen finden müssen. Und ein paar schauen wir uns jetzt mal an. Oder vor allem schauen wir uns den Aspekt an, wie komme ich eigentlich zu meinem passenden Agroforstsystem auf meinen Betrieb. Und klar, ganz am Anfang stehen ein Haufen Fragen. Also warum möchte ich das eigentlich? Also warum möchte ich jetzt Bäume auf meine landwirtschaftlichen Flächen pflanzen, die ich ja nächstes Jahr nicht wieder ummachen kann, sondern die sollen ja dann eine ganze, ganze Weile stehen. Ich lege mich für eine richtig lange Zeit fest. Das heißt, es muss wirklich triftige Gründe geben, warum ich überhaupt Bäume pflanzen möchte. Schauen wir uns an, kommt gleich. Dann natürlich die Frage, wo bin ich eigentlich? Wo ist mein Betrieb? Wir hier in Nordhessen sind nicht unbedingt ja, in einer Speckgürtelregion. Das heißt, unser Agroforstsystem, was tatsächlich auf Früchten basiert, die für die menschliche Ernährung gedacht ist, ähm, ja, ist mit verschiedenen Herausforderungen oder wir sind mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, was die Vermarktung zum Beispiel betrifft. Also da ist der betriebliche Standort ein ganz, ganz wichtiger, aber natürlich auch der Standort, ob die Bäume hier überhaupt wachsen und ob überhaupt das runterkommt, was wir uns eigentlich erwarten. Wer ist eigentlich der Akteur oder wer sind die Akteure, die da Agroforstsysteme möchten oder eben auch nicht? Wir haben verschiedene
Betriebe auch in Thüringen, die wir begleiten. Dort sind die Betriebsstrukturen komplett anders als zum Beispiel in Baden-Württemberg. Und sobald mehrere Personen beteiligt sind an einem Betrieb, gilt es, diese alle mitzunehmen. Das ist eine ganz andere Herausforderung, als wenn wir einen Betrieb haben, wo es einen Betriebsleiter oder eine Leiterin gibt, die eben sagt, ich möchte Agroforstsysteme und das machen wir jetzt. So, da gilt es, andere Menschen auch mitzunehmen. Aber natürlich gehört zu dem Part, wer macht das eigentlich? Welches Know-how steckt eigentlich dahinter? Also, oder was muss ich mir noch aneignen dafür? Wie ist es zu bewirtschaften? Gepflanzt ein Agroforstsystem schnell, oder relativ schnell. Aber die Pflegearbeiten, die da noch mit dranhängen, das ist ein ganz anderer Schnack, den man da noch mit betrachten muss. Das heißt, diese Frage muss auch schon eigentlich während der Planung eigentlich bearbeitet werden, damit man am Ende nicht, ja, keine bösen Überraschungen erlebt. Und dann natürlich der zeitliche Ablauf. Ich hatte es vorhin schon gesagt, es ist eine relativ langfristige Struktur, die man da auf die Flächen bringt. Das heißt, wir müssen immer die langfristige Perspektive in den Augenschein nehmen und schauen, wann tritt jetzt welcher Effekt auf, wann müssen wir wie mit dem Agroforstsystem arbeiten. Zu den Zielprodukten. Ich habe verschiedene Auswahlkriterien, anhand derer ich überlegen kann, welches Agroforstsystem oder erstmal, ob ein Agroforstsystem für meinen Betrieb sinnvoll ist. Und dann kann ich erstmal auf die Zielprodukte gucken. Man kann auch sagen, die Cash Crop, also alles, was ich verkaufen kann oder was ich auch innerbetrieblich verwerten kann. Das ist einerseits Stammholz. Das kann, wenn man es richtig lang wachsen lässt und auch sozusagen gut erzieht, ohne Seitenäste, kann das als Furnierholzqualität recht hochpreisig vermarktet werden oder tatsächlich einfach als Stammholz für die Industrie. Auch die Papierindustrie hat eine große Nachfrage. Auch da gehen Hölzer hin, die in Agroforstsystemen wachsen oder tatsächlich einfach ohne sozusagen die Kaskadennutzung zu berücksichtigen, einfach schreddern und als Hackschnitzel. Das geht natürlich auch und war bisher auch immer so der naheliegendste Weg. So. Mittlerweile schaut man da ein bisschen anders drauf, weil durch die Fichten, erstmal Fichtenschwämme, aber jetzt dann auch daraus folgend auch fehlen, also Holzlücke, also fehlendem Holz, was unsere Bestände sozusagen, oder was unsere Bestände aufweisen, die Forstbestände führt dazu, dass wir irgendwann eine Nachfrage haben oder die Nachfrage höher ist als der Bestand. Das heißt, auch hier wird jetzt mehr und mehr geguckt, inwiefern kann man auch die Hölzer, die in Agroforstsystemen angepflanzt werden, auch in der Bauholzindustrie zum Beispiel nutzen. Auch da ist die Pappel, die ja relativ schnell wächst, ein ganz vielversprechender Baum. Aber da sind gerade erstmal auch Forschungsprojekte in die Richtung unterwegs, um das auszuloten. Das heißt, ein Zielprodukt kann sein, okay, Holz. So. Ein anderes Zielprodukt kann sein, Platt. Wir haben ein Projekt zusammen mit anderen Partnern, wo wir das Futterlaub untersuchen. Also wir untersuchen verschiedene Blätter, verschiedene Verdaulichkeiten, verschiedene Wuchseigenschaften, ja, die dahingehend zu nutzen sind oder für Kleinwiederkäuer zu nutzen sind. So. Und perspektivisch soll das ausgeweitet werden, auch auf große Wiederkäuer, aber jetzt gerade ist das Projekt erstmal für Kleinwiederkäuer angesetzt. Auch das ist eine Möglichkeit, die Produkte eines Agroforstsystems zu nutzen. Und natürlich, wir kennen es aus dem Streuobst, aus dem historischen Agroforstsystem, die Früchte. Das kann Obst sein, klassisches Obst, oder auch Nüsse. Wir haben hier Esskastanien und Walnüsse bei uns im System oder auch Beerenobst. Hier oben sieht man die Maibeere oder Kamtschatka-Beere, auch eine relativ seltene Beere bisher hier noch, aber super robust, haben wir jetzt ja auch bei uns im Test. Das heißt, das ist die, ich sag mal, ganz klassisch gesehen Cash Crop. Jetzt gibt es aber noch die Service Crop. Wir kennen uns aus dem landwirtschaftlichen Bereich aus Zwischenfrüchten. Also Effekte, die ich generiere, nicht mit dem Ziel, dass ich ein Produkt verkaufen möchte. Die Zwischenfrucht, die wird dann meistens sozusagen einfach wieder umgemacht, um den Humus zum Beispiel aufzubauen. Genau diese Umwelteffekte kann ich natürlich auch mit den Agroforstsystemen generieren. Oftmals werden tatsächlich Agroforstsysteme deshalb angelegt, weil man primär die Umwelteffekte erzielen möchte. Und das kann sein Hitzestressreduzierung für Nutztiere oder das kann auch sein Trockenstressreduzierung für Nutzpflanzen oder Minimierung der Erosion. Ich denke mal, die ganzen Effekte wurden auch beim letzten Termin schon ausgiebig erörtert, deswegen möchte ich da gar nicht so tief eingehen. Was ich aber damit sagen möchte, ist, das sind einerseits Umwelteffekte, aber wenn ich es schaffe, die Temperatur oder den Hitzestress für meine Nutztiere zu reduzieren, dann ist das durchaus natürlich ökonomisch relevant, weil dann geht die Energie sozusagen nicht in die Kühlung, sondern in die Fleischproduktion oder in die Milchproduktion. Genauso ist es bei den Nutzpflanzen. Das heißt, dann wird es sozusagen, ist es schon wieder ökonomisch relevant. Aber in erster Linie ist es erstmal sozusagen einklassifiziert als Umwelteffekt, als Service Crop jetzt.
Bei den C-Zertifikaten, also Kohlenstoffzertifikaten, haben wir tatsächlich schon den Weg, dass es auch eine Cash Crop sein kann. Also im Prinzip der Verkauf von Zertifikaten bringt mehr unmittelbar sozusagen ein Einkommen. Hier haben wir sozusagen beides, also die Klimaschutzwirkung, die sozusagen auch verkauft werden kann. Es gibt verschiedene Initiativen, die im Bereich Biodiversitäts, ja, Effekte, da auch sich um eine Vermarktung bemühen. Da sind wir aber tatsächlich noch länger nicht, würde ich sagen. Aber auch da wäre es dann natürlich eine Möglichkeit, sozusagen die Umwelteffekte dann zu monetarisieren, wie man dann so schön sagt. Genau. Blick wieder raus. Also wir haben Auswahlkriterien, Zielprodukte oder auch Umwelteffekte oder auch ganz klar Standortfaktoren. Also das ist eines der wichtigsten Auswahlkriterien. Was habe ich eigentlich, was liegt mir eigentlich vor? Also wie ist das Relief beispielsweise? Ist Wasser ein Thema? Auf der rechten Seite sieht man eine Wasserabflussanalyse, die wir immer machen. Das heißt, wo fließt eigentlich wie Wasser zusammen? Und haben wir jetzt bei einem Niederschlag den Effekt, dass Wasser irgendwo zusammenfließt und dann auch so eine Kraft entwickelt, dass es erosiv wird, also dass eine Erosion dabei entsteht? Oder wollen wir, auch wenn die Erosionsgefährdung jetzt vielleicht gar nicht so das Riesenthema ist, aber trotzdem uns darum bemühen, dass das Wasser auf der Fläche versickert und es macht Sinn, irgendwie quer zum Hang Elemente einzubringen. Das sind Themen, die wir im Bereich sozusagen Standortfaktoren als Auswahlkriterien untersuchen. Der Boden, ganz klar, super wichtig. Gründigkeit, pH-Wert, ihr seht auf der rechten Seite ist immer unser pH-Meter. Das heißt, das ist tatsächlich immer der Fall, dass wir die Untersuchung machen und zwar nicht in den 30 Zentimetern, da auch. Also wir greifen da auf die landwirtschaftlichen Untersuchungen natürlich zurück. Aber wir hatten schon mehrere Flächen, wo dann tatsächlich im Bereich 80 Zentimeter unten dann doch nochmal zum Beispiel ein Kalkvorkommen war und die Walnüsse in dem Bereich viel, viel besser aussahen. Das heißt, wenn wir Agroforstsysteme pflanzen wollen und wirklich sicher gehen wollen, dass diese langfristige Investition gut angelegt ist, dann macht es Sinn, den Standort wirklich umfangreich zu erkunden und das machen wir tatsächlich mit dem Pürkauer, also 90 Zentimeter Bodenproben sind bei uns dann der Standard. Hm. Aber neben diesen Standortfaktoren wie Boden, Relief, Wasser sind natürlich ganz andere Standortfaktoren, wie zum Beispiel die Anbindung an einen Fahrradweg. Ein Kriterium, was bei manchen Kunden tatsächlich schon ausschlaggebend war, zu sagen, wir nehmen aber jetzt diese Fläche, weil die ist direkt am Fahrradweg und es macht total Sinn, wenn die Leute da vorbeifahren, dass sie dann sehen, was wir Gutes machen. Weil auf der anderen Seite haben wir unsere Schweineställe, das ist in der Öffentlichkeit gerade nicht gut angesehen. So, aber hier mit dem Agroforstsystem, da können wir tatsächlich auch was für unser Image tun und die Leute mitnehmen und perspektivisch wollen wir auch in die Direktvermarktung einsteigen. Das bringt mir auch wieder Kundschaft, also das spielt durchaus eine Rolle. Also ähm, Tourismus, aber auch Zugänglichkeit, also die Zugänglichkeit auch für den Betrieb. Wie oft muss ich da hin? Welche Früchte produziere ich da eigentlich? Wenn ich jetzt ein Pappelsystem habe, dann ist es überhaupt nicht wichtig, dass ich da jetzt irgendwie oft hin muss. Dann muss ich in den Anfangsjahren meine Pflege machen, aber ansonsten läuft es für sich ohne großen Aufwand. Wenn ich aber jetzt ein Fruchtsystem habe, dann ist es durchaus relevant, wie weit es von meinem Betrieb weg ist oder in welcher Gegend ich mich befinde. Wir haben tatsächlich einen Betrieb, da wurden auch Bäume wieder ausgegraben und geklaut, weil der Betrieb nicht in unmittelbarer Nähe war, kein Zaun drumherum war und dort die Straße direkt vorbeiging. Auch das ist was, da hätten wir auch nicht mitgerechnet, aber das kann vorkommen. Und deswegen ist auch dieser Faktor einfach nicht zu, ja, auf jeden Fall gut zu berücksichtigen. So. Klar, Wind, Wildvorkommen, das spielt dann eine Rolle bei dem Gehölzschutz, Temperaturhaushalt spielt eine Rolle bei der Frage, wie reifen Früchte aus beispielsweise. Das sind alles Themen, die wir da bearbeiten. Ein weiteres Thema an Auswahlkriterien ist die Ressourcenausstattung. Also klar, wir hatten es gerade gesehen in der Abfrage Flächenverfügbarkeit. Also habe ich Eigentumsflächen, habe ich Pachtflächen, wie groß sind eigentlich meine Flächen? Macht es da überhaupt großen Sinn? In welcher Landschaft befinde ich mich? Macht es dort ökologisch Sinn? Das sind alles Fragen, die wir in dem Bereich analysieren. Und hier ganz klar, der zweite Punkt, wir hatten es ja auch in der Abfrage gesehen, Finanzmittel. Also habe ich genügend Eigenmittel, um das zu stemmen, oder habe ich Möglichkeiten, mir Geld zu beschaffen? Habe ich eine gute Öffentlichkeitsarbeit und kann über den Crowdfunding sehr einfach Geld generieren? Wir haben immer wieder Kunden, die genau das machen und es funktioniert bisher immer hervorragend. Ähm, genau, das ist zum Thema Finanzierung, aber da kommen wir ja nachher nochmal im Detail drauf. Ein, tatsächlich ein Punkt, der oftmals dazu führt,
das Agroforstsystem wird doch nochmal abgewandelt werden. In der Komplexität und auch in der Größe sind die Arbeitskraftstunden und das Know-how. Also es ist ganz, ganz oft so, dass man sich überschätzt, wie viel Zeit man hat, auch in der Euphorie, dass Agroforstsysteme was Tolles sind. Tatsächlich spreche ich da auch aus der eigenen Erfahrung mit unserem System. Man pflanzt, man macht da schöne Systeme, schöne Kombinationen. Ja, und am Ende muss es gepflegt werden. Und das ist der ganz große Knackpunkt, warum einige Agroforstsysteme tatsächlich nicht so gut dastehen, wie sie dastehen könnten. Und dann eben auch diese ganzen ökologischen Vorteilswirkungen, die man ihnen zuspricht, die sie auch haben können, aber die sie nicht unbedingt haben, wenn sie eben nicht gut gepflegt sind. Und das ist eben diese Langfristigkeit, einerseits diese Einschränkung, die man dann natürlich hat, mit der langfristigen Festlegung, aber auf der anderen Seite, wenn ich 5 oder auch 10 Jahre gepflegt habe in dem Fruchtsystem, dann habe ich wirklich über Jahrzehnte profitiere ich davon. Aber diesen Part am Anfang, sich dafür die Zeit zu nehmen, das ist ganz oft der Knackpunkt, warum es nicht gut funktioniert. Und das ist wirklich auch das, wo wir unsere Beratungskräfte darauf schulen, genau hinzugucken und zu schauen und auch das abzufragen und mit den Landwirten und Landwirtinnen wirklich ganz ernsthaft zu diskutieren, in wie viel Zeit ist denn eigentlich wirklich da, um sich dann zu kümmern. Und bei Wertholz beispielsweise, wenn ich im Winter was schneiden muss, das ist meistens kein Problem. Oder wenn ich eine gute Förderung habe und ich es auslagern kann und jemand externes, ein Baumpfleger, eine Baumpflegerin macht das für mich perfekt, super gut. Ähm, aber bei Fruchtsystemen ist es oft das Thema, dass wir da mit dem Know-how und mit den Arbeitskraftstunden tatsächlich am Limit sind und deswegen oftmals dazu raten, etwas kleiner anzufangen und erstmal Erfahrung zu sammeln, wie es denn eigentlich gehen kann. Räumlichkeiten, das ist auch bei uns gerade ein ganz großes Thema. Wir wollen in eine Nussproduktion investieren und eine Nussknackstraße hier aufbauen. Hier haben wir das Glück, wir haben Räumlichkeiten, die stehen leer. Wenn ich das nicht habe, muss ich das natürlich klären, inwiefern das eine Rolle spielt oder mich vielleicht später auch einschränken kann. Auch das kann eben eine Rolle spielen bei der Auswahl der Agroforstsysteme. Technik und Fuhrpark, das ist den meisten eigentlich schon bekannt. Also wie weit mache ich denn die Reihenabstände? Und da geht es immer darum, welche Maschinenausstattung habe ich. Aber eben nicht nur ich, sondern welche Maschinenausstattung hat denn eigentlich auch der Maschinenring oder der Lohnunternehmer? Weil oftmals macht man es eben nicht mehr alles selber. Und dann ist es total wichtig, dass man vielleicht auch mit dem Lohnunternehmer ins Gespräch geht und sagt, hey, was sind denn deine Perspektiven die nächsten 5 Jahre? Willst du die eher breitere Maschinen? Wie sind die Perspektiven? Also auch das ein Thema, was einem viel Ärger erspart, wenn man es vorher wirklich gut durchdenkt. Und natürlich ganz wesentlich ist, wie breit ich dann meine Reihenabstände letzten Endes mache. Genau, Vermarktungsstruktur hängt auch viel mit der Öffentlichkeitsarbeit zusammen, aber auch eben gibt es schon Vermarktungsstränge meiner landwirtschaftlichen Kulturen, die genutzt werden können, jetzt beispielsweise für Produkte, die von den Gehölzen dann kommen. Genau. Und ansonsten Kooperationsmöglichkeiten, das vereinfacht es natürlich. Und letzten Endes sind es alles keine statischen Themen. Es sind alles Themen, die auch verändert werden können. Nur ist es dann eben wichtig, im Planungsprozess zu überlegen, bin ich denn bereit dafür oder wo sind denn meine Hürden, möchte ich mich denn nicht so gerne bewegen, wo sind Möglichkeiten und Spielräume da, was sagt eigentlich die Generation höher oder auch die nächste Generation. Auch das Thema Generationen haben wir immer wieder auf dem Betrieb. Die Jungen, die kommen und sagen, wir wollen das jetzt, aber die Alten, die vielleicht noch die Rodungsprämie bekommen haben, dass die Bäume wegkommen. Auch diese Thematiken gilt es vorher gut im Auge zu behalten, dass dann nicht im Nachhinein ja, Themen aufkommen, die dann auch ja, das Familienleben oder auch das Zusammenleben dann auch problematisch gestalten können. Persönliche Vorlieben. Wichtiges Thema tatsächlich. Wir haben das immer wieder, dass jetzt sich für einen Standort würde sich super die Esskastanie eignen, als Beispiel. Aber der Landwirt sagt, nee, also Esskastanie, die schmeckt mir einfach nicht. Und dann ist das gut so. Dann ist das auch völlig in Ordnung zu sagen, okay, dann ist es nicht deine Frucht. Dann gibt es x andere Früchte, die für dich besser passen, obwohl es vielleicht für den Standort super gut passt. Und da kommen wir dann genau in den Bereich rein, wo wir die Ziele gegeneinander abwägen müssen. Also was sind die ganz wichtigen Ziele? Und was ist vielleicht so ein Nebenziel und so weiter. Und dann kommen noch die Einschränkungen. Und dann müssen wir diese Ziele, die wir haben, prüfen auf die Einschränkungen, die uns immer begegnen. Also gehört die Fläche dem Landwirt oder der Landwirtin selber. Das Nachbarschaftsrecht muss geklärt werden. Wir haben oder die Sicherheit auch der Schlaggrenzen.
Das ist ja ganz oft ein Thema, dass es eigentlich gar nicht so bekannt ist, wo genau die sind. Wenn ich dann aber Bäume pflanze und wir kommen mit dem Einmessen, mit unserem GPS-Gerät und dann gesagt wird, naja, diese Grenze, ja, die haben wir jetzt im Agrarantragsportal so eingezeichnet, aber ob denn die wirklich so stimmt, ja, das muss dann schon sicher sein, weil wir dann tatsächlich irgendwie auch Probleme bekommen können, wenn dann der Baum da steht tatsächlich und der Nachbar sagt, ja, eigentlich ist die Grenze doch früher woanders gewesen. Der Flächenstatus, ich hatte es gesehen, Ackerstatus war in der Abfrage ein Thema. Tatsächlich mit dem Agroforstförderrecht ist es jetzt nicht mehr das Thema, sondern sobald ich den Agroforstfördercode anmelde, sind die Gehölze, die ich auf meinem Schlag habe, tatsächlich nicht relevant, ob mir der Schlag jetzt umgewandelt wird in Dauergrünland, sondern das bleibt dann den Status, der vorher existierte. Hm. Und trotzdem kann es dazu führen, dass ich meine Gestaltung irgendwie einschränken muss. Hm. Infrastruktur, ich habe nachher noch eine Planung dabei, die wir auch angucken können, wo wir das mal sehen mit mit einer Hochspannungsleitung. Drainage, ein ganz großes Thema. Ähm, also kann ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, ist kein kompletter Ausschlussgrund, kann aber einer sein, wenn die Drainage von der Nachbarfläche durch die eigene Fläche durchfließt und wir gegebenenfalls sollte es passieren und es passiert durchaus immer wieder, wenn ich zu nah an die Drainage ranpflanze, die wurzelt da rein, der Baum wurzelt da rein, dass ich dann einen Stau erzeuge und das kann natürlich ganz schön große finanzielle Folgen mit sich bringen. Vor allem, wenn es dann die Nachbarfläche staut. Naturschutzrecht, in der Abfrage kam das auch mehrmals vor, immer ein Thema. Schon bei einem Landschaftsschutzgebiet mit einem relativ geringen Schutzwert eigentlich, ja, kommt es immer wieder vor, dass wir in der Artenauswahl eingeschränkt werden. Da geht es tatsächlich nicht nur um potenziell invasive Arten, sondern grundsätzlich um Arten, die vielleicht nicht ganz so heimisch sind, weil sie nicht schon seit 100 Jahren genau da wachsen. Dann kann es sein, dass die Naturschutzbehörde sagt, aber halt mal, hier darf aber nur Apfelbirne, Zwetschge gepflanzt werden. Ähm, für uns unverständlich, weil wir müssen in Zeiten des Klimawandels, müssen wir auf andere Baumarten auch gehen können. Immer vor dem Hintergrund, wir wollen jetzt keine invasiven Arten da jetzt ausbringen. Wenn es denn naturschutzrechtlich ein Problem gibt oder auch naturschutzfachlich, also wenn ein Schutzgebiet direkt in der Nähe ist, dann macht es keinen Sinn, da jetzt irgendwie eine Rubine zu pflanzen, wenn eben das Schutzgebiet, wenn da keine Rubine wachsen soll. Mm. Und trotzdem ist es so, dass es doch manchmal ziemlich willkürlich erscheint, was dann verboten wird oder was nicht. Dann gehen wir ins Gespräch und oftmals löst sich dann auch wieder auf, wenn man das auf der persönlichen Ebene dann auch gut erklären kann. Genau, aber es kann eben dazu führen, dass Pflanzverbote auf Teilflächen ausgesprochen werden, dass die Artenauswahl eingeschränkt wird. Das kann alles passieren oder auch Teile der Bewirtschaftung auch eingeschränkt werden. Genau. Das Förderrecht mh, ist ja auch so gestrickt, dass auch da, es ist ein bisschen lockerer als noch letztes Jahr. Letztes Jahr war es enger, das heißt, unser Agroforstsystem kam gar nicht rein in die Förderung, weil unser Streifen war 1 Meter zu schmal. Das wurde jetzt tatsächlich gelöst. Jetzt darf es 2 Meter breit sein. Vorher mussten die mindestens 3 Meter breit sein. Also auch die Agroforstförderung nach der Ökoregelung 3 kann eben eine Einschränkung bedeuten und kann dann eben auch, wenn ich die Förderung haben möchte, in der Planung ein ganz wichtiger Planungsaspekt sein, dass das eben berücksichtigt wird. Genau. Wie läuft eigentlich so eine Planung ab? Also am Anfang steht das Ziel. Also warum möchte ich es eigentlich? In der Regel sind es ja Flächen, da habe ich irgendein Problem mit. Wenn ich eine Fläche habe, irgendwie 100er Boden, beste Erträge, ich habe nie ein Problem, ich habe ausreichend Niederschlag. So, okay, dann kann ich natürlich Bäume drauf pflanzen, aber ich muss mir dann auch bewusst sein, dass da jetzt nicht die wahnsinnig großen positiven, also die großen Mehrerträge kommen oder die Produktivität gesteigert wird, weil der große Mehrwert von Agroforstsystemen kommt dann, wenn ich irgendein Problem auf der Fläche habe. Das heißt Wind. So. Und dann kann ich die Bäume so ausrichten und die Artenauswahl so gestalten, dass mir die Bäume den Wind bremsen. Oder ich habe das Problem, dass ich Wasserabfluss habe auf der Fläche. Okay, dann kann ich die Bäume so nutzen, dass das Wasser auf der Fläche bleibt und dort versickert und vielleicht eine Dürreprävention dadurch generiert werden kann. Oder ich habe das Thema, ich habe Flächenzuschnitt, der ist super ungünstig. Ich habe immer so einen Keil zum Beispiel. Der ist nervig, weil ich irgendwie eine doppelte Überfahrung habe. Okay, dann kann ich die Agroforstsysteme oder die Streifen dafür nutzen, die Fläche zu optimieren. Also ich habe verschiedene Möglichkeiten, wie ich
wie ich Agroforstsysteme wirklich so nutzen kann, dass die Fläche am Ende besser dasteht als vorher. So. Und das ist oftmals, sind das die Flächen, mit denen die Landwirte und Landwirtinnen auf uns zukommen, wo irgendein Thema da ist, warum es sinnvoll ist oder wo Bäume eine positive Wirkung erzielen können. So, Ziel ist ganz oben. Dann Betriebs- und Standortanalyse, wie ich es vorhin schon ausgeführt hatte, auch fernerkundlich auf dem Standort mit den Erfahrungen der Bewirtschafter. So, dann die Flächenauswahl, sollte die vorher noch nicht fixiert worden sein. Dann die Ideenentwicklung, was können wir jetzt mit den Zielen und mit den Einschränkungen daraus eigentlich generieren? Dann eine Kostenschätzung und dann eine Auflistung schon von möglichen Finanzierungsoptionen. Und dann gibt es die Entwurfsplanung. So läuft bei uns die Vorplanung ab. Andere Planer und Planerinnen machen das ein bisschen anders. Für uns ist es wichtig, in dem ersten Schritt erstmal ohne viel Geld in die Hand nehmen zu müssen, in der Planung schon mal einen Eindruck zu bekommen, okay, wie sieht es am Ende aus? Wie sind die Streifen ausgerichtet? Und was kostet mich das Ganze? Und was sind mögliche Finanzierungsoptionen? Und mit dem Schritt können wir nämlich weitergehen. Aber wir haben nicht den Stand, dass wir schon von vornherein irgendwie über Sorten sprechen oder über Arten sprechen, sondern erstmal geht es darum zu gucken, was sind meine Probleme auf der Fläche? Wie kriege ich die durch Agroforstsysteme gelöst? Wie sind die Streifen ausgerichtet? Und Artenspektren stecken wir schon mal ab. Aber es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwelche Arten ganz konkret benennen oder auch Sorten. Das kommt im zweiten Schritt. Das ist nämlich die Detailplanung. Das heißt hier, wenn klar ist, das passt mit der Ausrichtung, mit der Abständen, das passt alles, dann geht es rein in das Detail. Das heißt, maßstabsgetreue Flächenplanung kommt am Ende raus mit Arten, Sorten und vor allem Gehölzschutzsystemen. Das ist ein ganz großes Thema, weil immer wieder Systeme gepflanzt werden, wo die Gehölze unzureichend gut geschützt sind oder auch manchmal mit zu viel Geld geschützt sind. Das heißt, da ist ein riesiger Gehölzschutz drumherum, der das vielleicht auch gar nicht rechtfertigt, diesen hohen Schutz. Das machen wir aber tatsächlich sehr abhängig davon, von den Schadfaktoren. Rotwild zum Beispiel, Wühlmaus, wie auch immer, Biber, auch immer wieder mal ein Thema. Das kommt alles vor. So, Kosten-Leistungsrechnung, das heißt, dann ist ganz klar, okay, das sind die Kosten. Die Skizze haben wir vorher schon gemacht, dann kommt aber die Detailkostenrechnung und gegebenenfalls auch Leistungsrechnung. Der Pflegeplan am Ende wird eingemessen und zwar Zentimeter genau, weil diese Bäume stehen da über Jahrzehnte. Das heißt, es muss wirklich genau eingemessen sein. Manchmal, wenn die Betriebe RTK-Systeme auf dem Stepper haben, werden einfach nur die Daten rübergeschickt und dann machen wir das selber. Fein. Ansonsten kommen wir mit unseren GPS-Geräten. Was wir machen können, das ist aber tatsächlich alles, das ist dann wirklich optional. Wir können Gräben und Mulden modellieren. Das heißt, wir können genau gucken, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt da Gräben baggern. Das machen wir seit letztem Jahr, machen wir das schon bei mehreren Systemen, dass wir auch genau gucken, okay, wir haben hier ein gewisses Relief, wir haben einen Wasserabfluss, okay, und was passiert denn, wenn wir jetzt hier einen Graben baggern oder auch einzelne Rückhaltemulden? Das ist mittlerweile ganz gut zu bemessen. Es ist auch wichtig in der Kommunikation zu sagen, okay, so und so viel Wasser halten wir eigentlich da zurück bei so und so einem also bei dem Starkregenereignis XY. Das ist sozusagen eine Zusatzleistung, die wir seit letztem Jahr mit dem Angebot haben. Und dann die Simulation für die Öffentlichkeitsarbeit. Das ist das, was ich am Anfang zeigte. Genau. Am Ende kommt die Umsetzungsplanung. Da ist dann die Pflanzung mit dabei, Unterstützung bei der Pflege, der Beratung und Monitoring. Und die ganze Planung, und das ist das Schöne tatsächlich, auch die Entwicklung der letzten Jahre, wird staatlicherseits oder von den Ländern mehr und mehr gefördert. Das heißt, Thüringen hat eine Beratungsförderung, Baden-Württemberg, Brandenburg, NRW, Niedersachsen fängt jetzt damit an und Niedersachsen fängt auch mit einer Investitionsförderung von 80%. Die Richtlinie ist gerade in der Abstimmung, die sollte aber bald kommen. Das heißt, da ist einiges unterwegs, was, was die Planungshürde verringert, weil in der klassischen Agrarberatung die Agroforstberatung oder Planung eigentlich keinen Platz hat, weil es zu komplex ist, weil es zu sehr abweichend ist von der ganz klassischen, ich sag mal jetzt Pflanzenbauberatung. Genau, wenn wir schon bei den Kosten sind, woran hängt das ab, was ein Agroforstsystem kostet? In allermeisten Fällen von der Komplexität. Pappelsystem super einfach, das sind Steckhölzer, die kosten nicht viel, kann ich einfach pflanzen, 2 Jahre Pflege, feines Ding. Wenn ich aber was Komplexeres möchte, dann, dann wird es schon ein bisschen teurer und dann kommt es natürlich auch auf die Größe drauf an. Das haben wir mal so ganz schematisch mal aufgeführt, jetzt hier nur mit Fruchtholz und Wertholz anhand des Kapitals. Das sieht man unten. Also was muss ich investieren? Wie lang ist es denn gebunden? Wie viel Arbeitszeit muss ich investieren? Und da sieht man schon, das Wertholz, was ja erst nach 60 Jahren plus geerntet wird, da kommt der Ertrag ja relativ spät erst zurück.
nur auf die Gehölzfläche bezogen. Ähm, aber die Arbeitszeit ist um einiges geringer als zum Beispiel bei einem Fruchtholzsystem. Und das sind so Themen, so Parameter, die in der Planung dann austariert werden müssen, was denn eigentlich jetzt für meinen Betrieb und für meinen Kontext wirklich gut passt. Also das schauen wir uns mal im Detail an und zwar ganz konkret an der Planung, die wir dieses Jahr, genau, hat der Kollege dieses Jahr fertig gemacht. Hier sieht man auch schon mal wieder eine einschränkende oder zwei einschränkende Elemente. Eine Hochspannungsleitung sieht man durchlaufen und man sieht auch nasse Stellen und das hat dann die Auswirkungen auf die Gehölzartenwahl. Und was wir hier sehen, man sieht meine Maus wahrscheinlich, ne? Dass wir hier das in verschiedene Gruppen gemacht haben, so dass wir einen Unterbau haben, Unterbau hier Futterlaub und Überbau mit Wertholz. Und so sieht dann eine Vorplanung tatsächlich aus. Da sind noch keine Arten benannt, keine Arten und Sorten benannt, aber es ist klar, es sind großwachsende Bäume, es sind Sträucher, so und so liegen sie in der Landschaft. Hier haben wir einen 24 Meter Abstand für den Ackerstreifen und hier einen Baumstreifen von 3 Metern und das Vorgewende ist bei 12 Metern. Das ist mit dem Betrieb abgestimmt und dann ist das sozusagen der erste Entwurf. Und so sieht es dann in den Kosten aus. Wir arbeiten immer mit Minimal- und Maximalkosten, weil es sehr davon abhängt, ob ich jetzt zum Beispiel sehr kleines Pflanzgut nehme oder halt irgendwie den Hochstand, der schon auf 1,80 die Krone hat. Das sind riesige Unterschiede. Und hier sehen wir es ja auch schon. Hier oben sieht man die Gruppen, das Wertholz, die Windschutzhecke mit Wertholz und Futterlaub. Und auch, das ist eine andere, das ist der Windschutz, der jetzt hier an der Straße platziert ist und hier Nuss- und Obstbäume. Anzahl der Gehölze. Und hier unten, und deswegen habe ich es rot eingerahmt, sieht man die Spanne. Also wir kommen hier von 17 Euro fürs Wertholz bis zu 20 Euro. Da ist die Spanne relativ klein. Die Spanne ist aber zum Beispiel bei den Nussbäumen um einiges größer. Und was man auch sieht, ist, dass der Gehölzschutz einen ganz, ganz großen Faktor ausmacht. Und das sieht man jetzt mehr. Ich habe jetzt, hatte vorher noch mehr Planung drin, habe ich ein bisschen rausgeschmissen, weil die Zeit da so begrenzt ist. Wenn wir jetzt auf einer Pferdeweide zum Beispiel pflanzen, dann ist der Gehölzschutz hier haben wir, der Gehölzschutz ist dann nochmal um einiges teurer. Weil der Gehölzschutz ist oftmals teurer tatsächlich als das Pflanzgut. Das ist aber auch völlig okay so, weil der ist absolut notwendig, damit am Ende meine Pflanzen auch, meine Bäume auch groß werden. Das sind tatsächlich dann die ganzen Arten auch benannt und Sorten tatsächlich hier auch benannt. Und wenn man sich das mal anguckt, so sieht die Fläche heute aus, so könnte sie dann aussehen, wenn dann alles schön gewachsen ist. Ähm, und das ist tatsächlich die letzte Folie vor dem Fazit, noch was zur Förderung. Ich denke mal, beim letzten Vortrag kam dann auch schon was zur staatlichen Förderung. Investförderung gibt es nur in Bayern und MacPom und in Bayern soll die auch wieder eingestampft werden, weil sie so praxisuntauglich gestaltet war oder ist, dass es wirklich kaum einer in Anspruch nimmt. Die Ökoregelung 3, da poste ich gleich nochmal in den Chat nochmal einen Flowchart, wo man das sehr gut ablesen kann, wie man da hinkommt. Die ist nett, sage ich mal, aber mit 200 Euro pro Hektar Gehölzfläche doch relativ schmal. Deswegen gibt es hier noch andere Stiftungen und andere Institutionen, die dabei helfen, Agroforstsysteme in die Fläche zu bringen. Und da gibt es weitere Infos tatsächlich auf der Website, da gehe ich jetzt nicht direkt noch konkret drauf ein. So, Fazit 1: Agroforstsysteme sind ein hervorragendes Bindeglied zwischen Umweltschutz, Naturschutz, Gewässerschutz und Klimaschutz. Und aber eben nicht nur diese ganze Umweltkomponente, sondern eben auch die klassisch landwirtschaftliche Produktion. Denn wir reden ja von einem System. Das heißt, das, was zwischen den Gehölzen wächst, ist ja auch Teil des Agroforstsystems. Und gerade in Zeiten, in denen wir mehr und mehr Extremwetterereignisse haben, brauchen wir resiliente Flächen und resiliente Systeme. Und da sind Agroforstsysteme eben hervorragend zu geeignet. Sie sind kein Allheilmittel, aber doch ein Mittel, wo man doch mehrere Herausforderungen gleichzeitig adressieren kann. Passend dazu, sie sind individuell anpassbar auf die Betriebe. Das ist richtig, richtig gut. Ähm, Braucht aber eine ganzheitliche Planung, Kalkulation, Management, das ist erfolgsrelevant. Das ist so viel zur Planung. Die Beratungsförderung senkt die Hürde für die Kosten, das ist schon mal hervorragend. Die Investitionsförderung, die es gibt, staatlicherseits, ist aber nicht praxistauglich. Da muss definitiv nachgebessert werden. Aber es gibt alternative Finanzierungen und die machen es oft einfacher. Und damit ist es tatsächlich die perfekte Überleitung dann zu Christian Warnke, der darauf eingehen wird. Und genau mit einem Foto meines Teams, wir sind 9 Leute, die verteilt sind auf ganz Deutschland, verabschiede ich mich oder bin jetzt offen für, sagen wir so, für Fragen und Anmerkungen. Vielen Dank.